Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP-Tutorial-Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich heute, euch ein Tutorial zeigen zu können, das ich schon mal gemacht hatte vor vielen Jahren. Und ja, habe das ein bisschen verfeinert. Ich habe sogar zweimal schon gemacht. Einmal mit Darktable, den Effekt, den ich gleich nennen werde oder den ihr schon in der Überschrift gelesen habt. Und einmal mit GIMP 2.9 meine ich. Und ja, das ist was ich gerne machen möchte, um es mal so zu sagen, ist diesen Masashi Wakui Look zu erzeugen. Ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, Masashi oder Wakui, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein japanischer Name, glaube ich, und das ist sehr schwierig, aber ich habe es mal versucht. Man kann es ja auch vielleicht von Google sich genau vorsagen lassen, dann weiß man es, wie das auf Japanisch ausgesprochen wird. Ich habe dieses Foto hier gerichtet, das findet ihr dann wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Dieser Fotograf und Bildbearbeiter sozusagen hat sich auf die Fahne geschrieben, hier einen speziellen Look in diesen bunten Farben dieser Städte also zum Beispiel dieser Straßen in Tokio und so weiter, diese Schilder, ja, einen bestimmten Look sozusagen zu kreieren, der auf ihn selbst, sagen wir mal, zurückkommt und dementsprechend verkauft er auch dann die Bilder und so weiter. Und das könnt ihr auch im Internet finden, wenn ihr eingebt, Masashi Wakui. So, genug vorher geredet jetzt. Jetzt freue ich mich, jetzt geht es nämlich los. Wir gehen hin, duplizieren die Ebene hier einmal, schalten die untere Ebene aus. Als allererstes werden wir mit Gmig arbeiten. Für die Menschen, die Gmig nicht haben, unten in der Beschreibung des Videos findet ihr einen Link zu der Seite, da könnt ihr das dann installieren. Ich rufe das mal auf hier und als allererstes gehe ich hier auf Colors, nehme mir hier Color Presets und beginne hier mit Picture FX und zwar Bright Summer Heat. Und hier stelle ich den Normalize Colors auf Both. Ja, das kann ruhig ordentlich hier krachen. Und bestätige mit Anwenden. Beim zweiten Wert, beziehungsweise zum zweiten, nehme ich hier Cinematic und genau diesen Filter hier, Flavin wird er wahrscheinlich ausgesprochen oder Flavin, ich weiß nicht ganz genau. Und auch dieser Filter hier wird mit Normalize Colors Both verrechnet. Und gehe hier auf Anwenden. So, und jetzt habe ich hier noch einen dritten Filter, den habt ihr bereits beim Start hier gesehen. Und zwar gehe ich hier auf Filter Grade Cinematic und nehme hier Cine Teal Orange und stelle aber hier auf None. Ja, also ich lasse hier bei Normalize Colors None stehen und bestätige mit OK. So, im nächsten Schritt werden wir einfach entrauschen ein bisschen und ein bisschen schärfen gleich. Das bedeutet, wir gehen auf Filter, verbessern, Rauschreduktion. Ich lasse hier den Wert 4 stehen, gehe wieder auf Filter, verbessern, unscharf maskieren und lasse auch hier die Standardwerte stehen und bestätige mit OK. Im nächsten Schritt müssen wir aus diesem Foto ein bisschen oder aus diesem Effekt so die Sättigung ein bisschen herausnehmen. Dazu gehen wir auf Farben, Sättigung, und gehen hier bei der Skalierung auf einen Wert von 0,850. Ihr könnt weniger nehmen, gar kein Problem. Ja? Also den Workflow könnt ihr dann immer später auf eure Bedürfnisse anpassen. Ne? Ihr geht ja mal bei diesem Masashi Wakui hin auf die Webseite, die findet ihr ja in eurem Browser. Dann schaut ihr euch mal hier die Fotos an und dann könnt ihr das immer dann dementsprechend nach eurem Gusto anwenden. Bestätige mit OK. So, der nächste Schritt besteht darin, dass wir mit Tonwerkkurven arbeiten und zwar gehen wir hier auf Kurven und zwar nehmen wir hier als allererstes die Rotkurve und diese Rotkurve, die ziehen wir ein bisschen nach unten, dass das hier so ein bisschen mehr grün, kontrastreich wird, nicht zu viel, wir müssen arg aufpassen, dass wir das hier nicht übertreiben. Dann nehmen wir die Blaukurve und die Blaukurve ziehen wir auch hier in den unteren dunklen Bereichen ein bisschen nach oben. Ihr seht wie das sich verändert. Ja, wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht übertreiben.
Aber das könnt ihr dann nach eurem Gusto und eurem Geschmack einstellen. Also einfach mal so. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt hier über den Wert, könnt ihr hier noch so ein bisschen abdunkeln, wenn ihr möchtet. Und hier in den Spitzen ein bisschen nach oben gehen. Und dann sieht es auch wieder, das ist der nächste Schritt. So, okay. Nun bestätige ich mit OK. Im nächsten Schritt werden wir diese Ebene einmal duplizieren. Und zwar werden wir jetzt eine Ebenenmaske hinzufügen, Graustufenkopie der Ebene. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebenenmaske hinzufügen, Graustufenkopie der Ebene. Ihr habt es gesehen, hier steht Add Layer Mask. Das ist halt die Entwicklerversion, mit der ich hier arbeite, aber das ist gar kein Problem. Ihr könnt es auch mit GIMP 2.10 machen, da ist dann die Übersetzung komplett richtig. Hier fehlt das noch ein bisschen. Rechte Maustaste auf die Ebenenmaske anzeigen lassen. Jetzt gehen wir auf Farben und werden hier diese Maske invertieren und rufen Farben, Werte auf und werden jetzt hier die Schwarzwerte ein bisschen nach oben ziehen. Ihr seht das, wir müssen aber sehr aufpassen, dass wir das hier nicht übertreiben und auch hier dann ein bisschen wieder hell zurückholen. Vielleicht gehe ich dann ein Stück zurück, dass das nicht zu sehr abgedunkelt wird, aber ihr seht das, das ist dann eure eigene Sache, die könnt ihr durch Probieren sozusagen letztendlich auf eure Bedürfnisse anwenden. Bestätige mit OK. Rechte Maustaste auf die obere Ebene, auf die Ebenenmaske, mache ich erstmal Show Layer Mask weg. Rechte Maustaste auf die Ebenenmaske, Ebenenmaske anwenden. So, jetzt ist die Ebenenmaske hier, das was wir gemacht haben, was wir mit abgedunkelt und aufgehellt haben, seht ihr jetzt hier in der Maske. Jetzt schalte ich die obere Ebene aus, nehme die zweite Ebene von oben und gehe hier oben auf Filter, Gimmick Qt und rufe unter Details, Split Details, Wavelets auf. Und hier nehme ich bei Number of Scales nehme ich 9 und hier bei Sharpen Details in Preview, also das werde ich auch, habt ihr gesehen, das Häkchen gesetzt. Und hier unten bei Quellen und Ziel stellt ihr bitte bei Ziel auf neue Ebenen, ja, und bestätigt mit OK. Dieses Berechnen dauert einen kleinen Moment, aber das müsste dann gleich soweit sein. Na, mein Rechner ist nicht der schwächste auf der Brust, aber das ist auch relativ groß, das Foto, 3840 x 2560 meine ich. Und bei euch, wenn ihr mit einer anderen Auflösung arbeitet, dann ist das sowieso einfacher. So, jetzt schalten wir hier unten diese Ebene zu und haben hier diese Tokyo Residual. Hoffe ich doch, dass das ausgesprochen wird. Und stellen hier diesen Ebenenmodus erst einmal auf. Wo sind wir hier? Na, Ausschluss. Und werden jetzt hier mit der Ebenendeckkraft zurückgehen, so zwischen 50 und 70%. Ich nehme vielleicht mal hier so um die 62. So, wenn wir das gemacht haben, einfach hier oben auf die obere Ebene, rechte Maustaste, sichtbare Ebenen vereinen. Warum haben wir das gemacht? Damit es ein bisschen mehr Bums kriegt, das Ganze. Ja? Das muss so richtig scheppern. Ja? Okay, also das war das. Jetzt können wir mit den Farbkurven ein bisschen arbeiten oder wieder mit der Tonwertkurve. Dazu gehen wir hin, gehen auf Kurven. Und hier in dem unteren Bereich, seht ihr das schon, da nehme ich so ein ganz klein bisschen nach oben und ziehe hier die Kurve ein bisschen nach unten. Dann gibt es so einen ganz leichten, minimalen Dunst, den wir hier ins Foto hineinbringen, wenn wir die Vorschau nehmen. Das ist nur ganz minimal, aber das hilft bei weitem, den Effekt richtig zu Ende bringen zu können. So, nun bestätige ich mit OK. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir werden dann das Endergebnis gleich vergleichen. Dann gehen wir auf Farben, weil wir jetzt über Farbtonsättigung arbeiten müssen. Wir werden jetzt hier bei der Sättigung alle, nehmen wir zurück, schauen wir mal, vielleicht so auf, eigentlich wollte ich so um die 70 nehmen, aber das ist mir einfach zu viel. Nehmen wir mal, vielleicht so, ja, vielleicht so um die 30 in etwa. Dann gehen wir auf die gelbe Farbe. Hier gehen wir zurück auf, ja, Sättigung minus 80 vielleicht oder 40, schauen wir mal, 50, 60, 70 ungefähr. Und bei Rot ähnlich, gehen wir auch ein Stück zurück. So, vielleicht nicht zu viel, sonst wird es einfach zu flach das Ganze.
und dann gefällt es einfach nicht mehr. Und bestätigen mit OK. Im nächsten Schritt gehen wir auf Farben, Werte und passen hier die Werte wieder ein bisschen an. Das heißt, wir müssen hier in den dunklen Bereichen wieder ein bisschen zugeben. Aufpassen, dass wir das nicht zu viel machen. Und ich würde sagen, die hellen Bereiche können wir so ein bisschen anpassen noch und bestätigen mit OK. So, als nächstes arbeiten wir mit dem Filter sanftes Leuchten. Dazu gehen wir auf Filter. Künstlerisch, ich benutze den nicht oft, habt ihr gemerkt, ja. Und gehe mal hier bei der Leuchtkraft zurück, vielleicht auf 5. Schauen wir mal. Und bei der Schärfe, bei der Helligkeit gehen wir auch ein Stück zurück. Den wir nochmal zurücksetzen. Und gehen wir bei der Helligkeit hier zurück ein bisschen. Und nehmen auch hier unseren Leuchtradius, werde jetzt leiser, so andächtig leise. Nehmen wir ein Stück zurück hier, den Leuchtradius, die Helligkeit nehmen wir noch ein Stück zurück, damit es nicht überkantitelt wird hier das Ganze. Und bestätigen mit OK. Jetzt könnt ihr das Ganze noch mit Belichtung ein bisschen bearbeiten, Farben, Belichtung, wenn ihr das möchtet, da könnt ihr den Schwarzwert hier entweder ein bisschen rausnehmen oder dazufügen, je nachdem, wie es euch am besten gefällt. Und bei der Belichtung könnt ihr ein bisschen Licht rausnehmen oder dazugeben, je nachdem, wie ihr das möchtet. Ich glaube, das kann man einfach so lassen, das sieht ganz gut aus. Und bestätige mit OK. Zum Schluss könnt ihr das Foto nochmal schärfen, wenn ihr wollt. Einfach Filter verbessern, unscharf maskieren. Könnte ein bisschen viel sein. Schauen wir mal, ob ich es überhaupt mache. Dann gehen wir mal bei dem Radius auf 0,850 und bei der Menge auch. Und dann schauen wir uns das nochmal an hier. Vorschau. Und dann kriegt ihr so ein bisschen mehr Klarheit hinein. Und das war's dann schon. Ja? So, das ist mein Vorschlag für diesen Masashi Wakui Effekt oder Look. Hier haben wir das Foto, Nacht, Tokio, Schilder und Blink, Blink und so weiter. Und hier ist eben dieser Effekt. Ihr könnt den natürlich dementsprechend anpassen, indem ihr hier bei der Deckkraft das Ganze hier dementsprechend anpasst oder verwendet oder was auch immer, dass ihr das so zum Leuchten bringt, wie ihr das dann vorher schon auf dieser Masashi Wakui Seite euch angeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Es hat euch Freude gemacht, dieses Tutorial anzuschauen. Macht's schöner als ich, macht's besser als ich. Wie gesagt, unten in der Beschreibung des Videos findet ihr das Foto. Und viel Freude beim Nachbauen. Ich weiß, das war schnell und das ist auch schwer. Aber ich habe dieses Video nicht für Anfängerinnen und Anfänger gemacht natürlich, sondern für diese Leute oder für die Leute, die schon wirklich top in der Verarbeitung und Bearbeitung und im Umgang mit GIMP sind. Also, ja, herzlichen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.